Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen schwebenden Feuerball für eure Hand gestalten könnt. Zu Beginn benötigen wir ein Schnittmuster von eurer Hand, damit wir einen Handschuh bauen können, wo der Feuerball dann drüber schweben wird. Ich habe einfach Frischhaltefolie um meine Hand gewickelt, Malertape aufgebracht und dann mit einem Stift meine Handfläche so gekennzeichnet, wie ich mir das vorstelle. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Dann habe ich das ausgeschnitten und auf das Thermoplast übertragen. Ich nehme hier das Borblast Transparart und schneide es jetzt ordentlich aus. Ihr seht, ich habe es etwas größer gemacht als das Schnittmuster. Das liegt daran, dass wir den Handschuh ja auch wieder schließen wollen und an die Enden dann eine Schließe kommt. Das Daumenloch könnte manchmal ein bisschen schwierig sein. Ich habe es einfach etwas erhitzt, dann mit der großen Schere, die sollte sehr scharf sein, ein Loch hineingestanzt und jetzt mit der Nagel- oder mit der feinen Schere schneide ich das Loch aus. Der Handschuh nachher gut sitzen soll, muss ich mir überlegen, auf welcher Hand ich ihn haben möchte. Dadurch, dass der Feuerball dann auf der Handfläche montiert ist, eignet sich das natürlich nur für eine Seite. Also überlegt euch gut, auf welcher Seite ihr das machen möchtet. Dann erhitze ich die schmalen Stellen, damit meine Hand sich noch beugen kann und sich das angenehm anfühlt, und schneide überschüssiges Material weg und falte das Transparart so, wie ich es brauche. Nun schneide ich mir Stücke zurecht, die später meine Flammen sein sollen. Es sollten möglichst recht große Stücken sein, weil die Basis für unsere Flamme bilden. Ihr seht, ich habe auch das LED-Licht schon hingelegt. Dafür nehme ich so Hundeblinklichter. Die kriegt man im großen Amazonas, aber ich denke auch in eurem Elektrohandel. Schaut einfach mal ein bisschen. Es gibt sicherlich auch Systeme, die mit USB funktionieren. Hier in dem Falle ist eine Batterie drin. Jetzt nehme ich mir Crystal Art, erhitze es und benutze es als Basis, an der die Flammen hinterher am LED montiert werden. Hierzu öffne ich jetzt das LED, damit ich nur auf der einen Seite arbeiten kann. Bitte vermeidet, direkt auf dem LED mit Hitze zu arbeiten. Das tut weder dem Plastik noch der Batterie noch dem ganzen System gut. Schön darauf achten, dass das Thermoplast erhitzt ist und ihr es drumherum legen könnt. Mit dem Crystal Art bilde ich jetzt so eine Art Kelch, damit wir gute Auflagefläche nachher für die Flammen haben.
An meinen vorbereiteten Stücken für die Flamme erhitze ich lediglich den unteren Bereich, den ich dann auf das Crystal Art presse. Und so bringe ich einmal im Kreis alle Flammenteilchen an. In der Regel reichen 4 oder 5. Jetzt kommt sicherlich der schwierigste Teil, nämlich die Flamme zu formen. Ich stelle, wie gesagt, meine Heißluftpistole hin und arbeite dann mit Ziehen. Ihr könnt in meinem Video sehen, wo ich Flammen ziehe, wie ich das genau mache und auch sehr langsam. Das ist im Grunde jetzt hier nichts anderes. Ich versuche einfach jede Seite ein bisschen zu bearbeiten und vor allem oben die Flamme schön zu ziehen. Seid vorsichtig, dass ihr nicht zu viel Hitze nehmt, ja, sonst reißt ihr vielleicht noch die Hälfte der Flamme ab, dann dürft ihr nochmal von vorne anfangen. Sobald die Basis dann fertig ist, könnt ihr natürlich einzelne Flammenteile auch noch ziehen und anbringen. Einfach dann mit ein bisschen Hitze auf das Thermoplast drücken, auf das Transparat und miteinander verbinden. Wenn ihr das Gefühl habt, das hält nicht gut, nehmt ein bisschen Heißkleber. Das Transparat hat ja keinen eigenen Kleber, aber mit genug Hitze verbinden sich diese beiden Seiten dann auch. Einfach ein bisschen ausprobieren und ansonsten, wie gesagt, Heißkleber nehmen. In Teil 2 zeige ich euch dann, wie ihr den Handschuh und den Feuerball miteinander verbinden könnt und dann auch, wie ich das Ganze koloriere. Lasst mir gerne einen Kommentar und ein Abo da. Bis bald!